eisige Temperaturen hier auf unserem Dachboden. Ich habe sogar schon Handschuhe an, weil es mir so kalt ist. Und ich würde sagen, wir starten heute mal eine Expedition zum Nordpol. Und dazu gehen wir mal rüber zu Rita. Vorher noch kurz ein kleiner Schwenk auf die Bahnanlage, welche ihr ja so gern seht. Da kommen hoffentlich jetzt auch wieder mal Videos, aber da müssen wir jetzt zuerst, glaube ich, erstmal diesen 9 Volt Schneefräsenwaggon fahren lassen. Aber wir schauen jetzt mal, was Rita so macht. Sie ist beim Winterdorf, wo sich einiges getan hat. Hallo Rita, wie geht's? Eine Weihnachtshilfe. Ja, bei mir ist alles in weihnachtlicher Stimmung, auf jeden Fall auf diesen Tag. Es ist ja auch bald Weihnachten. Ja eben, deswegen höchste Zeit, dass wir in Weihnachtsstimmung kommen. Und wir sehen hier viel Neues im Winterdorf. Ja, endlich, muss man sagen. Und geordnet, man glaubt es kaum. Wir haben das jetzt, ich glaube, ein Dreivierteljahr vor uns hergeschoben, aber bitte verzeiht uns, bei 35 Grad will man einfach kein Winterdorf bauen und jetzt ist die Zeit wieder gekommen. Rita ist wahnsinnig in Weihnachtsstimmung. Und ich würde sagen, du zeigst uns mal, was du jetzt hier so gemacht hast. Ja, gerne. Ich hätte gesagt, wir starten mal am Berg oben, oder? Sehr gerne. Wir Perfekt. Schauen mit dir mit, was du hier so gemacht hast. Also diese Snowboarder-Piste haben wir ja schon mal gesehen, die ist nicht neu, aber ich habe jetzt begonnen, dass ich die Häuschen hier gut platziere auf dem Berg drauf. Das ist das Krankenhaus ganz rechts. Genau, da wird nämlich gerade jemand hingefahren mit einem, wie sollten wir, nicht Jetski, ja, Skido, genau. Der hat sich leider wehgetan, wohl beim Skifahren, und der wird jetzt dahin transportiert. Im Krankenhaus ist auch einiges los, das zeige ich euch dann gleich. Und dann haben wir daneben ein, wie sagt man da, einen Skiverleih, einen Snowboardverleih. Der ist auch recht nett geworden. Da stehen schon die Ski von jemandem draußen und ihr seht es, die Familie hier, die ist auch schon ganz begeistert und am Überlegen, ob sie die Skisaison ja wirklich im vollen Gang austauscht gegen ein Snowboard. Dann haben wir hier noch einen kleinen Eislaufplatz verbaut. Mir mit so einem süßen Winterbaby, habe ich gar nicht gewusst, dass wir das haben. Das ist übrigens, weil wir gerätselt haben, weil wir gerätselt haben, wo dieses süße Winterbaby her ist. Es ist aus dem Set mit, warte, ja, hier hinten ist das Licht immer ganz schlecht. Ich blende euch sonst ein Foto ein davon. Ach, geht schon. Und das ist aus dem Set mit der Feuerwache, die weihnachtliche Feuerwache. Da kommt das Baby vor, falls ihr euch das fragt. Da ist nämlich vorne so ein Rentier drauf auf dem Pullover. Sehr, sehr süß. Dann haben wir hier einen Weihnachtsmann, der Geschenke verteilt. Finde ich auch sehr nett. Da steht schon ein Kind dort. Der Vater wartet noch, bis die da fertig gesprochen haben. Dann haben wir einen Schneepflug, der die Haufen an Schnee da wegschieben will. Dann haben wir ein Mädchen, das einen Schneemann baut. Ihr seht, sie hat etwas Schnee in der Hand. Finde ich auch recht süß, und das alles passiert vor diesem Hotel, glaube ich, ist das. Ja, vor dem Hotel, wo meine Dame sitzt, die gerade gemütlich ein Heißgetränk, wahrscheinlich eine heiße Schokolade trinkt. Genau. Was mir hier auch sehr gefällt bei dem Schneeberg ist, dass jetzt alles so ein bisschen noch aufgebockt wurde. Das heißt, der war ja oben ziemlich kahl, das war allerdings Absicht, und jetzt sind so diverse kleine Reliefarbeiten hineingeflossen. Das wird bestimmt auch noch mehr. Also wir haben hier, wo speziell die größeren Bereiche noch etwas
nennen wir sie glatzköpfig sind, werden wir sicher noch ein paar weiße Steine einbauen. Kannst du noch kurz hinten einen kurzen Schwenk Von hinten machen? Sieht es natürlich jetzt auch sehr interessant aus. Wir haben hier die Mine und gleich darüber das Skidorf. Genau. Andererseits gefällt es mir so auch irgendwie sehr gut. Ich weiß nicht, ich kann mich mit dem Look sehr anfreunden. Genau, und ich habe einfach da ein paar Figuren hineingestellt. Das Interessanteste ist wohl dann das Krankenhaus, wo rechts eine Ärztin steht, die macht gerade eine Pause und trinkt eine Tasse Kaffee und links bekommt gerade einer eine Spritze hineingestochen. Okay. Ja, das ist einfach der Arbeitsalltag im Krankenhaus, glaube ich. Man muss auch in gewisser Hinsicht das so nehmen, wie es ist. Ja. Stimmt wohl. Hier wird gerade einer verarztet und daneben wird Kaffee getrunken. Das ist so. Genau. Sieht auf jeden Fall ganz toll aus und hier tut sich jetzt endlich mal was. Übrigens hier, wir hatten ja da noch eine Ecke, da haben wir eben dieses kleine Iglu verbaut, einen Christbaum mit Geschenken drunter, einige Leute, die da gehen, ein Mann mit einer Schneefräse. Ja, lauter Sachen, die man einfach sieht in der Winterzeit. Hier ist natürlich auch, Rita hat den jetzt ein bisschen versteckt, aber hier ist natürlich auch der legendäre Weihnachtszug, ich glaube vom Jahr 2006, wenn ich mich nicht täusche. Das übrigens eines der ersten Lego-Sets war, welches Rita und ich gemeinsam zusammengebaut haben. Genau. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Da ist Rita dem Lego verfallen, mir ist sie ja schon vorher verfallen, dem Lego dann schlussendlich auch, ja. Genau. Und dann haben wir hier einen kleinen Hain aufgebaut, naja, mehr oder weniger. Da können sich die Leute ihren Christbaum selber abschneiden. Und wir haben hier auch einen Händelverkäufer. Ihr seht es, die Leute müssen sich natürlich stärken, wenn sie da das absägen und abhacken. Das einzige Problem, auch der Bär hat Wind von dem Hähnchen bekommen. Also ich glaube... Ob der wegen einem Christbaum oder wegen einem Hähnchen hier ist. Ja, sehr schwierig. Auch hier sieht es jetzt dann schon viel ordentlicher aus. Das Winterdorf wurde einige Male umgebaut. Wir haben ja zuerst diese Snowboarderschanze eingebaut, dann haben wir das Winterdorf erweitert. Also es ist immer wieder was geschehen. Genau. Die meiste Zeit war es jetzt in letzter Zeit eigentlich als Ablage für Zeugs, was wir nicht brauchen konnten. Und jetzt ist alles schon ein bisschen ordentlicher und hier sind auch wieder viele neue Szenen. Viele Szenen, die wir schon sehr gespannt sind. wie zum Beispiel hier ist die Katze auf den Baum gekraxelt und kommt nicht mehr runter und dann haben wir einen, der unten steht und schon Unterstützung fordert und der Kollege steht schon auf der Leiter und versucht die Katze zu holen. Lauter so Kleinigkeiten einfach. Und in der Mitte eben haben wir diese Snowboarder und da hat sich auch einiges getan, denn da haben wir zum Beispiel eine Siegerehrung gemacht mit den Skifahrern, denn die Skifahrer sind schon zuerst den Berg runtergedüst und die werden jetzt gerade fotografiert und geehrt und dann sind eben die Snowboarder dran, also da tut sich auch wirklich einiges. Ich weiß nicht, diese Winterserie ist wirklich auch eine meiner Lieblingsthemen bei Lego. Das sind diese ganzen kleinen Häuschen, wo überall gutes Essen verkauft wird und das ist alles so liebevoll gestaltet und man kann sich wirklich hier sehr erfreuen. Es ist hier das Karussell und das sieht man jetzt nicht so gut, aber hier haben wir eine ganze Reihe von diesen tollen Winterhäusern, die Post und der Spielzeugladen, die Feuerwehr. Und das genau. Tolle, dass die auch immer mit einem Leuchtstein... Eigentlich hat jedes Haus, wo er hier ist, weiß ich gar nicht. Oh, hier auch einen Leuchtstein, genau. Oh. Mit den Handschuhen geht das. Mit den Handschuhen, aber es leuchtet drin. Das ist so nett überall. Also das heißt, du hast jetzt mal diese Häuser auch alle aufgestellt. Genau. Und hier ist noch ein bisschen ein Chaos, aber da werden wir auch dazu kommen. Und mein absolutes Highlight, was ich euch noch zeigen möchte, ist der Zug. Genau, oder auch nicht. Nein, natürlich Santa Claus, der durch die Luft fliegt. Also das ist wirklich eine der besten Ideen, die ich jemals gesehen habe. Das ist so eine coole Sache. Rita hat das wieder hier oben aufgehängt mit ihrer Bastelschnur. Ich habe das mit 3 Schnüren aufgehängt. Also ich habe hier und hier eine
genommen und dann nach vorne, damit er nicht ganz so nach hinten kippt, und er fliegt davon und bringt den Kindern die Geschenke. Und das sieht einfach so auch so interessant aus. Auch wenn man dort hinten in der Nähe von der Tür steht, sieht man schon, dass hier was fliegt und will sich das sofort anschauen. Ja. Von dieser Seite sieht das Bergdorf auch sehr cool aus. Natürlich ist es ein bisschen klein vielleicht, sagen manche, dass die Häuser sind so knapp am Abgrund gebaut, aber ja, wir können es nicht noch größer machen. Hier haben wir jetzt mal ein Abstellgleis für den neuen Winterzug aufgestellt. Mal schauen, was wir damit machen. Genau. Und auch das Eishockeyfeld wurde hier jetzt mal platziert, wobei wir diese Ecke hier in der nächsten Zeit dann noch ein bisschen verschönern werden. Hier muss ja auch noch irgendwie eine Mauer zum Campingplatz gebaut werden und so weiter. Auf jeden Fall erfreuen wir uns sehr an all den schönen Sets. Die sind wirklich, wirklich toll. Lego gibt da ja auch immer sehr viel Richtung Weihnachten solche Gifts with Purchase her. Auch der Bahnhof ist super und ja, also eine große Aufwertung des Winterdorfs. Danke. Danke. Das hast du sehr gut gemacht. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Und natürlich auch, was unsere Zuseher für Vorschläge haben. Auf jeden Fall. Also bitte, wenn ihr irgendwelche super Ideen noch habt, wie eben zum Beispiel den fliegenden Santa oder sonstiges, das sind immer so Kleinigkeiten, die, auf die man vielleicht nicht sofort kommt. Und deswegen einfach in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr freuen, würde mir die Arbeit sehr erleichtern und das Winterdorf verschönern. Das auf jeden Fall, genau. Wir haben jetzt noch ein paar Steine in Weiß, die wir verbauen können. Ja. Wo wir noch ein bisschen Relief hineinbringen oder Platten, dass das alles ein bisschen noch winterlicher aussieht. Und dann würde ich sagen, wir bauen jetzt mal weiter und wenn wir wieder was für euch haben, dann zeigen wir es euch. Auf jeden Fall. In dem Sinne, trinkt auch ihr vielleicht ein Glas Punsch, so wie ich einen alkoholfreien. Sehr brav. Wirklich, Rita schaut auf sich. Und ein paar Kekse dazu und dann kann es ja eigentlich gar nicht mehr besser laufen in Richtung Weihnachten. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.